Willkommen in dem Tutorial vom Noob bis zum Spieleprogrammierer. Mein Name ist Marcel und ich möchte euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie man programmieren kann. Ich habe mir vorgenommen, eine ganze Reihe über das Programmieren zu schreiben, sodass man dann später auch eigenständige Programme schreiben kann. Dabei möchte ich von ganz unten anfangen, also mit den ganzen Grundlagen und Beispielen und Tipps, wie man sich das eigenständig beibringen kann. Ich kann natürlich nicht alles beibringen, allerdings werden auf jeden Fall ein paar Tipps folgen und das Level wird sich dann von Tutorial zu Tutorial steigern. Das heißt, am Anfang habt ihr noch relativ einfache Aufgaben. Die Aufgaben sind übersichtlich, es gibt zu jeder Aufgabe eine Lösung und am Ende werde ich dann verlangen, dass man halt ziemlich viel alleine löst, Probleme alleine löst. Ich werde die Reihe wie folgt gestalten. Zuerst kommt dieses Einführungsvideo, was ihr halt jetzt seht, was halt so einen ganz groben Überblick bekommt. Danach wird wahrscheinlich eine Installationsanleitung folgen. Wie installiert man die Entwicklungsumgebung, mit der ich arbeite? Die heißt Lazarus, wie schon im Titel steht. Und darauf folgen dann jede Menge Anleitungen, wie man Programme schreibt. Das erste Programm, weitere Programme wie zum Beispiel Taschenrechner oder halt diese ganzen Anfängerprogramme, die eigentlich nur langweilig sind. Danach kommen dann vielleicht mal ein paar kreativere Aufgaben, Programme, die mir gerade so einfallen. Meistens, wenn man programmiert, dann programmiert man das gerade, was noch im lösbaren Rahmen ist, aber was man selbst halt braucht. Zum Beispiel, wenn man 1000 Dateien oder so umbenennen will, dann programmiert man sich schnell ein Programm, was 1000 Dateien umbenennt, weil das halt sonst ein Knochenjob wäre, da 1000-mal einen Mausklick zu machen. Dann, wenn die Grundlagen gegeben sind, werde ich dann ein paar mit der eigentlichen Aufgabe anfangen, das Programmieren eines Spiels. Ich habe mir da auch schon was ausgedacht. Ich werde das Spiel Snake mir vornehmen. Ich nehme das deshalb, weil man bei diesem doch sehr einfachen Spiel Snake, was so ziemlich jeder vom Prinzip her kennt, also man muss auch nicht mehr viel erklären, weil obwohl das so einfach ist, man da eine Menge an Basics auch wieder mit reinbringen kann. Man kann viel erlernen. Zum Beispiel als Standard Snake-Spiel würde ja ausreichen, eine Schlange zu besitzen, die einen Apfel sucht. Dann kann man das Spiel natürlich noch relativ einfach erweitern, indem man mehrere Äpfel einbaut. Man könnte mit mehreren Schlangen spielen, das heißt sowohl als KI-Gegner, auch als weitere menschliche Spieler. Man könnte dann das ganze Spiel noch mit einem unterschiedlichen Punktesystem aufbauen. Man könnte Bonusse zum Beispiel einbauen. Man könnte das Ganze dann natürlich noch, wenn man es richtig übertreiben will, als Netzwerkspiel bauen, also so, dass das über ein lokales LAN-Netzwerk oder sogar das Internet gespielt werden kann und man dann auf einer LAN seinen Snake im Multiplayer-Modus mit KI und mehreren Äpfeln und einem super Punktesystem spielen kann. Also einfache Grundidee, stark erweiterbar. Kommen wir nun zur Frage, wie man so ein Programm programmiert. Wie ihr sicherlich wisst, besteht so ein Programm aus mehreren Einsen und Nullen, also Bits und Bytes, und die für wahr und falsch stehen. Die werden dann in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet und ja, so läuft im Grunde ganz stark vereinfacht ein Programm ab. Man kann sich vorstellen, dass so ein Haufen Nullen und Einsen ziemlich schlecht lesbar ist und man deswegen ziemlich schlecht damit arbeiten kann, beziehungsweise daran was verändern kann, entwickeln kann und so weiter. Deswegen hat man sich entschlossen, ein Programm nicht direkt in Nullen und Einsen zu schreiben, sondern erst in einer sogenannten Programmiersprache zu entwickeln und dann ein anderes Computerprogramm drüber laufen zu lassen, was das Programm aus einer Programmiersprache in ein wirkliches Programm umändert. Also man schreibt in einer Programmiersprache, das wird dann automatisch übersetzt in ein Computerprogramm. Dabei gibt es eine große Auswahl von Programmiersprachen und auch von den Übersetzern und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Ein paar bekannte kennt ihr sicherlich, C++, Basic, Visual Basic, Java ist auch noch dabei. Der eine oder andere kennt vielleicht Delphi oder Pascal. Das werde ich verwenden. Um genau zu sein, Pascal oder Objekt Pascal, wie es mittlerweile heißt, in Verbindung mit der Entwicklungsumgebung Lazarus und dem Free Pascal Compiler. Das ist ähnlich aufgebaut zu Delphi, wer das vielleicht kennt. Und es ist halt komplett freie Software, die unter der General Public Lizenz steht. Und trotzdem besitzt man keine Einschränkungen beim Programmieren. Ich hoffe, mit diesem Tutorial kann ich eine Menge Einsteiger behilflich sein, denen ein paar Fragen beantworten und auch beim Einstieg in die Programmiersprache Lazarus helfen.
Insgesamt kann ich noch das Deutsche Lazarus Forum empfehlen. Und zusätzlich sollte man auch mal die Seite Delphi-Treff abchecken. Da gibt es auch eine Menge Informationen. Die sind zwar alle zu Delphi geschrieben, aber die lassen sich 1:1 auf Lazarus übernehmen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das Video kommentieren würdet und mir sagen würdet, wie ihr die Idee findet. Auf jeden Fall mögliche Anreize gibt, was ich noch mit reinbringen soll. Ich habe ja schon gesagt, ich werde, bevor wir mit dem Spiel anfangen, eine Menge kleinere Projekte nehmen. Da kann man locker was einfügen. Also wenn ihr da Fragen in irgendeiner Hinsicht habt, könnt ihr die mir gerne schicken und ich werde die wahrscheinlich beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen. That's it.